Ergreift die Leier, lasst euer Lobgesang erschallen, frohlocket dem Herrn, den mächtigen Gott. Schleppt an die Seiten, ergreift die Leier, frohlocket dem Herrn, den mächtigen Gott. Denn er hat Himmel und Erde gekleidet, in herrlicher Kraft, Die Idee des Projektes ist es, Breakdance und Hip-Hop in die heiligen Hallen zu bringen und Bach auf die Straße. Es geht um das Ewige im lebendigen Menschen. Und das Ewige hat Bach natürlich sehr, sehr gut artikuliert und die lebendigen Menschen sieht man tanzen. Und das wird hier doch sehr deutlich und das ist großartig. Und manchmal fängt dann die Welt von heute an zu schwingen wie diese Stücke. Ja, und Breakdance wird dann plötzlich tief und ernst und ewig. Man sagt immer, ach, die von der Straße. Und wir wollen da weg. Wir wollen den Leuten einfach beweisen, so, nein, wir sind nicht von der Straße. Und wir wollen, dass Breakdance genauso anerkannt wird wie andere Kunstformen. Vielleicht kommt Breakdance von der Straße, aber viele andere Sachen kamen auch von der Straße und mittlerweile sind das auch künstlerisch, werden die sehr hoch anerkannt. Flying Steps gibt es seit 1993. Wir haben angefangen mit normalen Shows, dann haben wir an Wettkämpfen teilgenommen, haben mit einer der besten Wettkämpfe gewonnen, wie das Battle of the Year. Unser Streben war immer gewesen, dass wir immer was Neues, Kreatives machen. Und jetzt auch mit Red Bull Flying Bach ist genau das Gleiche. Wir haben ein Projekt, wo wir den Leuten zeigen, wie kunstvoll eigentlich Hip-Hop ist. Ich habe die Steps in einer Aufführung gesehen und war völlig begeistert von dieser Art zu tanzen und vor allem von der Kraft und der Genauigkeit, mit der die getanzt haben. Und dann habe ich die kennengelernt und vor allem Vartan kennengelernt, ihren Chef. Und das hat auch sofort gefunkt zwischen uns. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine eigene große Produktion und haben dann angefangen, gemeinsam über Musik nachzudenken. Vartan. Hallo Christoph. Hey, hallo, Christoph. Hallo. Hallo, machen wir mal zu. Cengiz, Little. Stell dir mal das Klavier rum. Nee, dahin. Dahin, ich muss ja mit euch reden. Also, wir wollen uns mit Bach beschäftigen. Mit dem wohltätigen Klavier, eine Sammlung von 24 Präludien und Fugen. Präludium heißt auf Deutsch Vorspiel. Die Präludien sind so 2 Minuten, 3 Minuten, ungefähr so lang wie ein MTV-Clip und haben immer eine Stimmung, einen Impuls, eine Situation, also keine Entwicklungsstücke. Die Fugen, und da würde ich gerne heute was sagen, die Fugen sind komplizierte Stücke, wo verschiedene Stimmen in einen Konflikt zueinander treten, aber letztlich am Ende doch in vollkommener Harmonie sich verhalten. Damals gedacht als die göttliche Harmonie, heute ist es so eine Harmonie der Community.
Bedeutung Bachs für die Musik ist ja die Kunst des Kontrapunkts, die Kunst, Noten, Stimmen, Motive gegeneinander zu setzen und individuell gegeneinander zu führen. Bach hat relativ früh im Multibrimm-Klavier in der C-Moll-Fuge ganz einfach das Prinzip der Fuge vorgeführt, mit dem Fugenthema. Und besonders diese C-Moll-Fuge haben wir versucht, sehr genau, sehr akademisch, sehr lehrerhaft zu übersetzen. Bei uns, es sind 3 Stimmen, sind es 3 Tänzer, ein Lehrer und 2 Schüler, die dieses Thema lernen. Immer mit Handbewegungen auf diesen 3 Noten. Und am Schluss sind es Fußschritte. Und dann macht jeder Schüler es nach und so entsteht eine 3-stimmige Visualisierung der Fuge von Bach. Ein akademisches Stück, das sehr klar macht, was eine Fuge ist. Michael ist jemand, auf den es Verlass so. Also wenn man ihn braucht, ist er auf jeden Fall immer da und genau on point. Nicht so chaotisch wie manche andere Jungs von uns. Der ist ja auch unser, sag ich mal, Quotendeutscher in der Gruppe. Der ist halt deutsch immer gerade straight. Und er ist auch einer, der, was den Style betrifft, den coolsten Flow hat, was die Downlocks betreffen. Und ja, mit dem macht es einfach tierisch Spaß, auf Tour zu sein, weil ich muss mir um ihn keinen Kopf machen. Also Casey ist jemand, der ist so ein Arbeitstier. Der trainiert Tag und Nacht und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will er es unbedingt irgendwie erreichen. So. Und der ist wirklich einer, der noch so das Feuer in den Augen hat. Er möchte auch gerne ein Künstler sein. Er möchte nicht nur ein Breakdancer sein auf der Bühne, sondern auch ein Künstler sein und sich da auch frei entfalten können und sich mit anderen Tanzstilen auch darstellen. Also der Benny ist auf jeden Fall ein Star. Der wird in der B-Boy-Szene ganz stark respektiert, da er damals einen Move weiterentwickelt hat und keiner dachte, dass das geht. Und seitdem hat sich da sehr viel getan in der B-Boy-Szene und man hat durch diesen einen Move einen ganz anderen Level erreicht. Und der ist jemand, auf den kann man sich auf der Bühne verlassen. Der ist einer der wenigen, der sehr wenig Fehler macht, weil er einfach top ist. Cengiz ist unser Jüngster und er ist der talentierteste von uns allen. So. Der war schon mit 15, gehört ja schon zu den besten Power-Movern der Welt. So. Und der genießt sehr viel Respekt aus der Szene und für ihn ist noch nach oben hin noch viel Platz. Und wenn er dann echt mal zu spät kommt oder mal was verpeilt hat, setzt er wieder seine lustige Miene auf und dann kann man ihm wirklich nicht böse sein, weil er einfach lustig ist. Also Lil Rock ist bei uns der Popping- und Locking-Master. Er ist jemand, der in sehr vielen Tanzstilen stark ist. Deswegen nehmen wir auch das Chamäleon, weil du ihn echt irgendwo reinpacken kannst und der beherrscht von jedem Tanzstil irgendetwas und kann sich da gut einarbeiten und einfügen. Im Privaten ist er ein ziemlich ruhiger, also der sagt nicht sehr viel. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil er einfach nicht gerne redet. Und wenn er redet, dann hört mal jeder genau zu, weil man dann aufpassen muss, was er sagt, weil sonst hört man von ihm wieder 3 Tage nichts. Aber auf der Bühne performt er, was das Zeug hält. Yui ist jemand, vor der wir sehr viel Respekt haben. Also wir haben auch jemanden gesucht aus dem zeitgenössischen Tanz, der genau diese Brücke schlägt zwischen Breakdance und Klassik. Und wenn sie tanzt, ist es so, ob sie eine Geschichte erzählt. Das ist einfach schön, bei ihr zuzugucken, wie sie performt. Mittlerweile ist es so, dass sie echt perfekt bei uns reinpasst, weil sie die gleiche Philosophie hat, so wie wir, hart arbeiten und das Beste auf der Bühne geben, ohne Abstriche. Wartan hat die Gruppe gegründet und Wartan ist ohne Zweifel der Papa von dem Ganzen und er füllt diese Funktion wirklich wie ein Dach ganz wunderbar aus. Man sieht wirklich, we are a family. Christoph, mein Lieber, ich habe jetzt gerade von Timmy erfahren, du bist in der Academy und wir sind hier in der Tanzschule. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht von wem, nicht von mir.
Guck mal, dann machen wir es anders. Dann fahren wir jetzt mit den Jungs sofort zu euch. Dann sind wir so in 15 Minuten bei euch. Das ist jetzt auch keine böse Absicht gewesen. Wir waren ja alle pünktlich eigentlich, nur an dem falschen Ort. Und das ist natürlich jetzt wieder schlechtes Licht für uns. So. Es kommt die heiße Phase, weil knapp 2 Wochen ist die Show und jetzt müssen wir natürlich Gas geben. Und jetzt gibt es nicht mehr dieses Rumgeflänze. Jetzt muss wirklich ein bisschen mehr angezogen werden und das wurde schon gestern schon gesagt. Aber anscheinend ist es noch nicht bei jedem richtig angekommen. Ja, also, ist ja toll, wie locker ihr das handhabt, aber so ein schweres Stück, so eine heikle Produktion. Das ist nicht locker. Das Problem ist, das wurde schon oft deutlich den Leuten gesagt, aber irgendwie ist das Bewusstsein bei manchen noch nicht so weit. Sonst funktioniert das nicht. Ja, das ist ein kompliziertes Projekt, viel Technologie, die Musiker, wann kommt Frau Tschukurova, verstehst du? Das sagt man nicht, ja, jetzt komm mal und so, komm mal vorbei und so. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, wir haben noch so viele Löcher und wir müssen jetzt Durchläufe auch langsam herstellen. Und wenn heißt 15 Uhr Probe, dann sind die eintrainiert, so. Davon kann heute nicht die Rede sein. Sehr ärgerlich. Auch Jogi, ich bin etwas überrascht. Also wenn das morgen passiert ist, dann haben wir schon mal... Bist du still, du Arsch? Ihr könnt mir ja auch mal helfen, da. Und wir sollen hören, ob das passiert. Ihr seid hier kontrolliert. Dann müssen wir auch ein bisschen tanzen, dann kontrollieren wir das. Das machen wir gleich. Okay, dann spielen wir los. 5, 6, 7, 8. Die Rolle von Bach für die Grundlagen und für die Wahrheiten der Musik ist ohne Diskussion. Und dieses Stück, mit dem ja zum ersten Mal alle 24 Tonarten durchdekliniert werden, legt sozusagen das Fundament der klassischen Musik und nicht nur der klassischen Musik. Die im westlichen Abendland übliche Tonartensprache kommt von Bach. Auch in den Charts, auch auf den Musicalbühnen, auch in Las Vegas. Ich finde das gut. Das, was ich wollte, ist, die Struktur der Musik wird gezeigt und das war mir wichtig. Sieht doch gut aus, Sieht schick aus, ja. Du hast zu früh angefangen. Ja. Okay. Und danach kommt die Versetzung wieder. Erinnern wir uns? Jetzt ist der erste Ton länger. Ihr erinnert euch? Ja? Und zwar beide Male. Ich weiß, dass beide Male recht länger ist. Okay. Ja. Und dein Ton, Casey, dein erster Ton ist eben auch nicht klar in dieser Fassung. Ja? Ich sing dir den rein, wenn ich es kriege. Ja? Guck mal, ich fange an. Du bleibst jetzt mal stehen. Ich fange an. Boom, klar. Jetzt kommst du. Du musst versetzen. Boom, klar. Boom. Normalerweise, wenn man sagt, man choreografiert ein Stück, was 3 Minuten geht, innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Bei Red Bull Flying Bach war es ganz anders. Da war ein Stück, was 2-3 Minuten ging, haben wir manchmal 3-4 Tage gebraucht. Erst, wo wir die Musik verstanden haben, konnten wir das dann dementsprechend auch choreografisch umsetzen. Dann, zeig. Bam, bam. So, jetzt aber gleich, später kommt. Dam, dam. Wir haben so ein 3-Zeiten-Modell gefunden. Wir haben aus der Zeit Bachs das Cembalo, das ein Drittel dieser Stücke spielen wird. Wir haben den Konzertflügel aus dem 19. Jahrhundert, der in der eher romantisch gefärbten Tradition diese Stücke spielen wird. Und für das 21. Jahrhundert haben wir die Stücke am Computer bearbeitet. Natürlich muss man hier den Versuch machen, mit Beats, mit Clubmusik, mit R&B, mit Hip-Hop, mit House zu arbeiten. Er wird langsam alt, hat keinen Sinn mehr, ist schon vorbei. Tanzkarriere ist beendet. Jetzt kommt Iman. In erster Linie geht es wirklich darum, dass es eher was Soziales ist, damit ich was für die Jugendlichen mache. Und das hat halt auch den Nebeneffekt, dass man dadurch dann auch viele Talente entdeckt, die man noch mehr fördert, die auch viel mehr gefördert werden wollen. Und sie! Den größten Teil können wir damit inspirieren und die lassen sich gerne inspirieren und können wir damit auch von der Straße holen und ihnen zeigen, hey, Breakdance macht einfach Spaß und ist cool und geht lieber diesen Weg. Casey war einer meiner ersten Schüler gewesen. Und er ist halt einer derjenigen gewesen mit dem meisten Talent, so dass wir gesagt haben, wir wollen dieses Talent auch weiter fördern. Hast du nicht mal Lust, eine Flying Steps Show mitzutanzen?
Und als wir ihn dann darauf angesprochen haben, da konnte er sich das schon nicht verkneifen. Er hat sich schon sehr gefreut, das hat man schon sehr gesehen. Aber er hat halt versucht, immer cool zu bleiben. Ja, Jungs, ich mache die Show mal mit. Aber im Endeffekt habe ich schon gesehen, dass er sich sehr gefreut hat. Und heute kann ich ganz stolz sagen, mein Schüler ist schon 10-mal besser geworden im Breakdance als ich. Und das ist schon was Besonderes. Das ist cool, hat Style, man fühlt sich wohl. Aber wenn du im Publikum sitzt, willst du auch keinen Tänzer sehen, der die ganze Zeit so tanzt, oder? Weil dann siehst du nichts von ihm. Derjenige im Publikum will den Spaß sehen. Ja? Guck die Leute an, zeig denen, du hast Spaß, guck mal, was ich drauf habe. Okay? Gut, alles klar. Dann haben wir es eigentlich soweit. Ich kann den Kindern das dann doch noch mal ein bisschen anders vermitteln, als wenn da wirklich Mama und Papa davor steht. Da ist ja ganz oft so, dass dann die Kinder rebellieren und sagen, ich höre jetzt einfach mal nicht auf meine Eltern. Und bei mir ist es halt so, dass ich dann ganz klar sagen kann, ey, wir finden einen Weg, dass du deine Schulnoten verbessert und ich rede mit deinen Eltern, dass du bald wieder zum Breakdance kommen kannst. Und das funktioniert einfach. Hast du eine schlechte Note mit nach Hause gebracht? Nein, ist doch nicht. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Na gut. Du weißt, wenn du keine schlechten Noten hast, dann habe ich Einfluss auf deine Mutter. Aber wenn sie nachher sagt, ja, aber der macht seine Hausaufgaben nicht und der hat eine 4 oder eine 5 nach Hause gebracht, Nein. dann muss ich nachher noch in die Show für dein Solo einspringen. Ich sehe das schon kommen. Aber kriegen wir hin. Ich denke schon. Nicht mal Frühstück fertig gemacht. Wo die mal Tee aufgesetzt? Nix. Was ist denn los hier? Also man kann schon sagen, also, dass wir schon so wie Geschwister sind, Brüder sind, so, weil wir uns schon jahrelang kennen und sehr gut miteinander auskommen. Und das ist auch ziemlich wichtig eigentlich auch bei so einer Gruppe, dass man so einen familiären Touch hat, dass man aufeinander vertrauen kann, aufeinander aufpasst. Und das ist bei uns. Ja, nicht so, ja. Für mich, gut. In der heißen Phase der Oscar. Der Heuer. Normalerweise alle sagen, die Babys kommen meistens nachts. Wäre natürlich super. Dann kann ich noch rechtzeitig zum Training kommen. Aber meine Sorge ist kurz vor der Show. Ey, wenn ich den Anruf kurz vor der Show bekomme, oh mein Gott, Alter. Da muss ich eine Stunde so krass mich konzentrieren, damit ich danach dann so losdüsen kann. Stell mal vor, am 13. Das wird wahrscheinlich das schnellste Solo meines Lebens wahrscheinlich. Der Christoph muss ein bisschen schneller spielen. Alle hatten ihre Eltern da und ich war derjenige, der sie nicht dabei hatten. Und wir standen alle unten im Backstage und alle haben sich gefreut und haben gesagt, ey, meine Mutter ist da, mein Vater ist da, meine Geschwister sind da. Meine Geschwister und meine Freundin waren auch da. Aber in dem Moment hat mir meine Mutter gefehlt, die 2 Monate vor der Premiere verstorben ist. Wir haben uns im Kreis gestellt und die Jungs meinten, hey, diese Premiere widmen wir Michaels Mutter.
Ja. Ahmad. Eine Ehre. So ein begabter Sohn. Danke So ein sehr. begabter. Vielen Dank. Große Karriere. Das war wie immer, war es viel besser als wie immer. Ach, sie, egal was ich mache, sie findet immer alles toll, was ich mache. Deswegen bin ich auch. Das ist eine schlechte Kritikerin. In dem Sinne, sie sagt immer, Papa, du bist immer toll. Ich brauche jemand anderen, der ehrlicher zu mir ist. Also ich finde die Idee genial, die Choreografie ist auch genial und das sind halt die Flying Steps, die sind eine der besten Breakdance-Gruppen der Welt. Das ist Hochkultur. Mein Gott, dann begreifen wir es endlich. Und dass dann Bach und die zusammen, zeigt es doch. Und es geht zusammen. Und das sind keine Grenzen oder große Täler, die zwischen dieser und der anderen Musik ist. Das ist Hochkultur. Ein paar Wochen später habe ich dann abends in meinem Bett gelegen. Meine Freundin hat mich geweckt und hat gesagt, ey, es ist soweit. Diese 2 Geburten, die ich erleben durfte, einmal mit Red Bull Flying Bach und mit meiner Tochter, waren halt sehr speziell und ja, es war halt schon eine sehr emotionale Zeit. Die Entwicklung von meiner Tochter kann man sehen, die ist wohlauf, wir sind glücklich als Familie und bei Flying Bach ging es eigentlich immer nur nach oben. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir mit der Produktion ins Ausland gehen. Und deswegen sind wir auch sehr angespannt und wollen natürlich gucken, dass wir da gute Kritik einholen. Da es für uns sehr wichtig ist, jetzt mal zu zeigen, dass es nicht nur im eigenen Land funktioniert, sondern auch außerhalb. Er wird jetzt wieder so nochmal eine Ablaufwaffe. Und dann essen gehen wir im Club. Das sieht aus. Brahim kommt aus Frankreich, gehört zu der Gruppe Pokémon, ist ein langjähriger Freund von uns, mit dem wir schon oft gearbeitet haben und wir haben ihn einfach mal gefragt, ob er nicht Lust hat, auch bei Red Bull Flying Bach bei uns mitzumachen und er war von Anfang an Feuer und Flamme. Es ist natürlich sehr aufregend zu sehen, wie er in diese Show reinpasst, aber er gehört zu den Besten der Welt. Da mache ich mir weniger Sorgen und er wird da einen anderen Charisma mit reinbringen und damit die Show bereichern. Leider hat er nicht so viel Zeit, weil er auch mit Madonna arbeitet und jetzt da auch mit ihr auf Welttour geht. Aber immer wenn er dabei ist, freuen wir uns sehr darüber. Wir sind zurück auf der Straße. Da wollten wir mal weg, aber wir sind wieder da. Meine Haare sind katastrophal. Seine Haare sind katastrophal. How long have you guys been here? Just one day. Just one day? Yeah. You came here yesterday? Yeah. Yes. Oh wow. Okay, just turn a bit. Thanks. Welcome back to Focus Montreal. I'm Richard Dagenet. The Montreal Bach Festival is giving people the chance to see classical music in a whole new light. Flying Steps is a dance group from Germany. It was founded in 1993. The group will be performing 3 shows at St. James United Church, the first of which is tomorrow. His faces are great, really. I love this shit. Take the second email I get.
We'll send you those tickets. Only the face from Benny, look. Well, I was hoping there would be some music so that maybe Benny could show us some moves. Small move? Yeah. You have some music? That wasn't Bach. Did you guys put the music? No. But you had it in before. Yeah, but I went to Jose after. Also sagen wir mal so, ich werde es nicht besser gemacht, aber auch nicht schlechter. Und ich dachte so zuerst, wäre eine Verarschung, aber die haben es ernst gemeint. Uns kam es doch normal vor eigentlich so. Die auf einmal, wir kommen raus, die lachen uns alle aus. Keine Ahnung, was passiert ist. Wir hatten auch nicht ganz verstanden, wer zerstörter war, der Moderator oder die Wir wollten Jungs. einfach nur seriös sein und unsere Arbeit hinter uns bringen. Aber es war, glaube ich, zu seriös, die Geschichte hier. Ja. God, I thought it was the best thing I've ever seen. It's so spiritual, and you know, it's very inspiring. The show is amazing, man. It looks like there was a lot of work put into it. The choreographies, the music, it was just, you can ask for better, man. It was really good. It should go around the world, this program. Streck mal das Bein durch und lass wieder locker. Und streck durch und lass locker. Und durch. Geht? Ich habe ein Combo gezogen und der Flyer und danach Twist, und beim Twist bin ich gelandet und irgendwie umgeknickt. Und dann habe ich gemerkt, oh, da hat es gerade gekracht. Und dann bin ich halt zum Arzt gegangen und der hat gemerkt, der Innenmeniskus, dass der gerissen ist. Immer meistens immer abends oder so. Legst du das Bein ein bisschen hoch? Ich habe mir Sorgen gemacht und so. Ich habe drüber nachgedacht, wie es wird und so. Ohne mich und so. Das ist eine Umstellung. Aber ja, ich habe halt mit den Jungs geredet und die meinten so, ist okay und so. Für die war es auch nicht leicht. Und die waren alle im Krankenhaus und die meinten, erstmal schon dich und werd wieder fit. Wie geht's? Alles klar? Alles gut, Digga? Hast du gut überstanden? Gut aus der Show. Ein paar Kleinigkeiten. Der Punisher ist auch am Fliegen. Yeah, sorry, my friend. How are you? Good? Good. I kill you. Hey, wir haben auch noch eine Überraschung. Ja, was denn? Wir haben deinen Vertrag, also wir haben ja auch deinen Namen geschrieben und der hat das gekündigt. Ja, das ist raus.
On track, it's finished. Now you are at the place for him. Okay, die Tür ist da vorne. So sind die immer. Also, wenn jemand sich verletzt, gleich Kündigung raus. Wenn ich das sehe, ist so innerlich schon hart für mich, so ist schon krass, weil es ist halt so meine Leidenschaft, mein Tanzen so. Und wenn ich die ganze Zeit zusammen so sehe und so, dann fällt mir das so schwer, hier zu sitzen und nicht mitzumachen. Dann tut das schon weh. Du bist mir fremd, aber ist okay. Erlaube ich dir. Ich bleib treu. Das ist nur einmal. Ich will einfach dabei sein, so. Ist einfach, ja, kann das nicht. Ist irgendwie, ja, das Tanzen halt. Ist alles für mich. Alles gut bei dir? Ja, Mann. Wie geht's dir? Ja, geht schon. Geht? Also auf jeden Fall. Humpel ein bisschen, aber es geht noch. Das ist halt auf jeden Fall das erste Mal, dass ich jetzt im Publikum sitze und zuschaue. Mal sehen, wie das rüberkommt, was für ein Gefühl das ist. Kommen die klar? Also läuft gut? Ja, das Duett ist echt nicht schlecht geworden. Ich sag mal, Punisher dafür, dass er echt nicht so viel Zeit hatte. Ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so gut hinkriegt, so jetzt für die kurze Zeit. Ja, weißt er du? ist mehr so der Pong, Eben, genau. weniger so der Style oder der... Genau. Aber er ist richtig tot danach. Ist der Psychopath. Gehen wir schnell mal zur Bühne. Ja, Mann, das ist... Die mal überrascht. Schauen, wie die Bühne aussieht. Oh, Punisher! Ah, the big star. You look happy, new friend, new music friend. Und voll, wa? Ist ausverkauft, ja. Ausverkauft. Und wo sitze ich? In der Mitte. Wir haben irgendwo hinter der Technik noch einen Stuhl für dich reserviert. Wir haben nicht natürlich. Dass das so eine Dimension annimmt und dass wir jetzt damit so durch die Welt touren und auf Bach-Festivals auftreten und somit auch ein ganz anderes Publikum erreichen. Das ist auf jeden Fall für uns ein Ritterschlag. Ich meine, dieses Festival ist weltweit bekannt. Bach ist hier in der Stadt begraben und wir dürfen hier auftreten. Das ist natürlich für uns eine ganz große Ehre und wir Breakdancer gelten auch in der B-Boy-Szene als Ritter, weil die immer zum Kampf ziehen und Battles machen. Und so kriegen wir heute unseren Ritterschlag in der Klassikszene. Wir stehen jetzt gerade hier vor der Statue von Johann Sebastian Bach und im Hintergrund seht ihr auch die Kirche, da auch wo er begraben ist. Und ich gebe jetzt jedem eine Blume und dann gehen wir rein zu seinem Grab. Und, er hat hier gearbeitet, ja. Hier war eine Schule, ja. Da war er Mathematiklehrer, Musiklehrer und hier war er Organist in der Kirche. Ja. So, deshalb ist er da begraben. Dann geht es los. Fangen wir an mit der Dame. Juri. Lil Rock. Naja, Bach, was soll man dazu sagen? Für Musiker ist das
Ja. Herrlich. Und dann werden die Jungs das auch begreifen. Oder vielleicht haben sie es schon begriffen. Ja, Bach ist auf jeden Fall, ist auch mein Homie. Der hat die gleichen Haare wie ich, auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Gut, wie ihr wisst, haben wir heute unseren Khaled wieder hier. Hallo. Erster Auftritt wieder mit uns gemeinsam. Mal sehen, wie er sich macht, ob sein Knie wieder 100% fit ist. Bist du wieder fit, Khaled? Und jetzt geht's los. Und dann lass uns mal anfangen jetzt langsam. Das war's, mein Freund. So ist es halt bei den Jungs. Hey Jungs, guck mal, Jungs, listen everybody, this is not place for kids to play. Hey, you every time, you know, ich will das nicht mehr sehen. Okay, weil es ist echt anstrengend die ganze Zeit, ihr albert rum, ihr macht Faxen, ihr lacht den anderen aus. Das sieht bei den Proben aus wie die letzten Hintermänner sind wir. Das sind Kinder, sind Väter, Eltern, Mutter, alles da und ihr macht so dumme Dinger. Hört auf mit diesen, ich will nicht mehr auf der Bühne hören, dass jemand anderen disst. Ich möchte, dass jeder sich konzentriert auf seine Stücke und sein Ding durchzieht. Machen wir 20 Jetzt machen wir uns alle warm und machen es nochmal. Und dann ein bisschen mit mehr Vollpower. Jetzt gehen wir wirklich beide Optionen noch mal durch, weil wir haben sonst auch keine Zeit mehr. Und dann können wir danach nicht sagen, wenn dann die Jungs kommen, ey, wir hätten mal so machen sollen und so und so und so. Also hätte niemand je gedacht, dass wir in diesem Raum spielen, in einem Saal, wo damals hier regiert wurde. Wir sind ja auch selber groß geworden hier in Deutschland und fühlen uns auch ziemlich deutsch. Und dann noch in so einem historischen Raum zu tanzen, ist natürlich unglaublich. Dass wir das gut kommunizieren, die Show ein bisschen mehr auf 360 Grad pimpen, aber ist trotzdem sportlich. Das sind immer noch mal doppelte Volumen als das, was wir in der Nationalgalerie hatten. Wir sind hier nicht im Geboren und aufgewachsen bis zu meinem 7. Lebensjahr bin ich im Libanon. Und erst im späten Alter ist mir klar geworden, dass wir damals geflüchtet sind aus dem Libanon und nach Deutschland und uns da eigentlich in Schutz gebracht haben. Und dann sind wir mit meinen Eltern nach Deutschland gezogen, also nach Berlin direkt. Das ist schon krass. Ich gehe dann mal auf meinen Platz. Ja, hier, das ist so der Platz so. Wo ich dann diese Hip-Hop-Zeit reinkam, in dieses Breakdance-Ding so, gab es damals in Berlin natürlich die verschiedenen Bezirke, wo es wirklich darum ging, wer sind die Stärksten, wer sind die Besten und eher viel Gewalt herrschte. Aber dadurch, dass ich frühzeitig wirklich in dieses Tanzen reinkam, hatte ich eine ganz andere
Perspektive so. Und alle anderen, meine Kumpels, die nicht getanzt haben, waren dann in so eine Gangs drin. So. Das heißt, die waren wirklich so den ganzen Tag nur, sag ich mal, so eine Scheiße bauen. Und natürlich wurde es uns immer oft vor die Nase gehalten, ihr seid doch Ghetto und ihr seid doch die Ausländer und so. Aber eines Tages habe ich mich nicht darauf eingelassen, weil ich wusste, was ich mache und wo ich hin will. Ja. Ich bin auch mittlerweile auch Deutscher und auch stolz, ein Deutscher zu sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da keine Gewissensbisse wie von wegen, meine Heimat ist mittlerweile hier. Ist ja aus Pappe. Mhm. Oder? Ist doch aus Pappe gemacht oder so. Der war gerade gut von Kai. So gerade und danach ziehen. Du musst dich gewöhnen. Geht zu schnell das Gefühl weg. Früher hattest du voll die Hornhaut. Ja, jetzt so. Aber gerade hat mir Khaled gezeigt, wo der Hammer hängt. Wir helfen uns gegenseitig. Früher war er mein Lehrer, jetzt bin ich sein Lehrer. War Michael? So sieht's aus bei uns. Immer wieder, wenn ich Casey auf der Bühne sehe, weiß ich, dass ich ein Teil davon bin, dass er heute da steht, wo er ist. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da stehe und ihm dann auf die Schulter klopfe und sage, ja, aber du weißt ja, wer dein Lehrer ist. Ganz am Anfang, da konnte ich mir nicht wirklich eine Zukunft vorstellen, wo es bei ihm irgendwann mal hingehen wird. Ich weiß, dass er in einer Gegend gewohnt hat, wo es wirklich nicht so einfach ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall einen komplett anderen Weg eingeschlagen hätte. Ich glaube nicht, dass er auf der Straße gelandet hätte, aber er hat auf jeden Fall was anderes gemacht, wo ich mir sicher bin, dass er nicht so glücklich wäre, wie er es jetzt ist. Freunde von mir, wenn die mich sehen, dann meinten die, du hast es geschafft. Du hast dran geglaubt, an dein Tanzen, und du hast es so weit geschafft, weil du es so mit Herz und bist nicht den falschen Weg gegangen. Wenn man Künstler ist, dann macht man das alles mit Liebe, und alles, was mit Liebe ist, erreicht man so. Jetzt mit der Zeit verstehe ich das. Ich habe den Wolf getroffen und ich habe Willi will's wissen Hallo gesagt. Wie willst du wissen? Das ist nicht wichtiger als der Wolf, oder mein Schatz? Ja. Guck mal, keiner durfte da rein, und außer Noel. Also okay, vorher hat sie noch ein paar Bilder geschossen, aber hier das Bild hier. Ja, mit Jenkins ärgere ich mich immer. Oder wir machen Klatschspiele zum Beispiel. Das gleiche Alter, deswegen. Wir haben beide die gleiche Größe, und da kann sich bei ihm was abgucken. Von der Intelligenz auch ungefähr, selben Level. Hey! Ja, hey, du bist intelligenter, Freund, sorry. Hallo, so ein Freund. Okay, sorry. So, schönen guten Tag. Hallo. Ich wollte noch so ein paar Breakdance-Übungen mit Ihnen machen. Sehr gerne, jederzeit. Schönen guten Tag. Sie sind alle aus Berlin, oder? Ja, größtenteils, ja. Und welche Musik habt ihr so als Musikrichtung? Zu Bach. Also Johann Sebastian Bach. Und hier live zum Teil? Live? Ja, live. Ja. Und wer spielt? Wer ist der Pianist? Christoph Hagel. Und das ist die Pianistin, die Cembalistin. Wo muss ich hin? Am besten auf die Sicherheitsseite. Okay. Kommen Sie nach hinten. Hier, dann sehen Sie mal, was der Junge hier ansucht. Ich bin natürlich sehr glücklich, dass ein Traum, den ich hatte mit den Jungs, jetzt von so vielen Leuten mitgeträumt wird und begeistert aufgenommen wird. Sehr glücklich. Es ist wie eine schöne Welle, die begonnen hat mit einem kleinen Clip, den wir gemacht haben, mit einer ersten Improvisation über eine Fuge. Die haben wir auf einem schlechten Kamera aufgenommen und sind damit zum Direktor der Nationalgalerie gegangen. Und er hat gesagt, machen wir. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und jetzt ist das eine wunderbare Welle, und in der schwimmen wir und sind weitgehend oben. Und das ist schön. Es ist schön, dass so viele Menschen da mitschwimmen.
oder die Vision, die wir damals hatten und mit der wir zu Red Bull gegangen sind, wurde tatsächlich 1:1 umgesetzt. Und ich glaube, hat alle Ideen oder Vorstellungen, die wir hier hatten, gesprengt. Wir alle zusammen als Team leben da tatsächlich unseren Traum. Was, wenn dieser Hype vorbei ist? Was kommt danach? Da geht's dann wieder los mit dem Hustlen. Und das ist immer wiederum, sich selbst wieder neu erfinden und gucken, wieder was Neues, nächstes Ziele setzen und weiterarbeiten. Das ist einfach das Schöne am Breakdance, dass es keine Grenzen gibt und du immer weiter Sachen entwickeln kannst und neu wieder darstellen kannst. Und das ist das Ding, was, glaube ich, auch mittlerweile langsam die Leute mitkriegen. Früher waren wir Background-Tänzer. Wir waren wirklich Tänzer, die irgendwo ganz nach hinten gepackt wurden. Ey, mach doch mal da hinten mal deinen Kopf drehen. Mach du mal bitte da hinten mal ganz kurz mal, dreh ich mal auf den Rücken. Und heute ist es so, dass wir doch der Act sind. Wir sind im Vordergrund und alles andere spielt sich jetzt im Hintergrund ab. Das ist die große ZDF-Sendung Echo der Stars. Guten Abend. Also es ist ein ziemlicher Wahnsinn. Also wir hätten nie gedacht, dass das so ein Erfolg wird und dass wir in so vielen Ländern spielen dürfen. Ja, es hat damals angefangen wie ein Kunstprojekt und jetzt sind wir mittendrin in einer riesen Tour, die ständig weiter wächst. Also es ist ja nicht, dass es ja irgendwie jetzt aufhört. Es kommen immer mehr Länder dazu. Wir wissen schon selber nicht mehr, ob wir das überhaupt noch schaffen, diese ganzen Shows zu tanzen, und das ist einfach, ja, unglaublich. Es macht einen Angst, man kriegt Gänsehaut, wenn man sich einfach nur vorstellen kann, so, wo das noch hinführt und wo wir noch tanzen werden. Und das ist einfach ja, ein unglaublicher Traum, der in Erfüllung gegangen ist, und das, was wir auch immer wollten. Und wir freuen uns einfach auf jeden weiteren Auftritt, den wir machen dürfen. Ja.